Petra und Rüdiger Erbslöh sind begeisterte Camper. Diesmal wagen sie eine herausfordernde Tour von Zürich nach Zermatt. Die Berge sind ja so gewaltig, ne? Die Schweiz ist teuer, aber sie wollen möglichst preiswert reisen. Vielleicht kommt man mit 100 Schweizer Franken aus pro Tag. Von Stein am Rhein zum Rheinfall geht die erste Etappe. Ist das unser Fluss, den wir kennen? Boah. Begegnungen mit Menschen. Auch darum campen die Erbslös. Nein, das ist meine Ex-Frau. Meine Frau macht jetzt Kaffee drin. Diesmal landen sie nicht nur in einer Zauberwelt aus Fabelwesen. Ich bin die Maria Anna, die Frau von dem Künstler, der das alles geschaffen hat. Sondern auch auf eine der teuersten Straßen Europas. Pfeffer- und Salzstreuer für 2,8. Machen wir das nicht noch für unser Wohnmobil? Nein. Was ist typisch Schweiz? Das wollen sie herausfinden. Es sieht so einfach aus, aber es hat seine Tücken. Es gibt immer wieder Überraschungen, aber nicht nur gute. Du glaubst gar nicht, wie angespannt ich jetzt bin. Oh. Ihr Traumziel, das Matterhorn. Wird Petras Wunsch in Zermatt wahr? So stelle ich mir die Schweiz traditionell so vor. Ja. Petra und Rüdiger Erbslöh sind in der Schweiz. Auf einem Campingplatz direkt am Rhein. Von hier aus werden die beiden Rentner diesmal ihre Wohnmobiltour starten. Von Zürich nach Zermatt. Mit einer besonderen Herausforderung. Sie wollen möglichst günstig durch die Schweiz reisen. Freunde von uns, die sagen immer 100 € pro Tag. Fahrt, Campingplatz und Essen. So, dann müssen wir mal gucken, wie man da zurechtkommt. Schwierig. Vielleicht gibt es nur eine Pommes oder ein Brot. So ist nicht, wir wechseln uns ab. Jeder darf an einem Tag was Warmes essen. 5 ganz unterschiedliche Campingplätze wird das Paar auf seiner Route kennenlernen. Dieser wirkt recht luxuriös. Die Erbslös müssen einchecken und checken, wie die Preise sind. Sind Sie gut gereist? Ja, wir sind prima gereist. Hervorragend, hervorragend. Sehr schön. Wie viele Plätze haben wir hier auf dem Insgesamt? Areal? Ja. Ja, wir haben ca. 70 Passantenplätze. Was sind Passanten? Passanten, einfach spontane, Ach so, die so ja, reservieren ja. können. Und dann haben wir 240 fixe Plätze. Ja, also das sind dann den so Dauercamper. durch da, genau, Dauercamper. Ja. Für eine Nacht 43 Franken. Gut, super. Okay, danke. Danke Ihnen. Danke. Ja, danke schön. Ciao. 43 Franken, das sind etwa 45 € für die Nacht. Ich fand jetzt den Preis normal. Also normal nicht, aber ist auch nicht zu teuer. Wir sind hier in der Schweiz, also wir müssen damit rechnen, dass wir noch andere Preise zu sehen und zu hören kriegen. Ne? Ihr Stellplatz liegt direkt am Ufer des Rheins. Heimatgefühl für die beiden Niederrheiner. Aber warum will das Paar ausgerechnet durch die Schweiz auf Campingtour gehen? Die Berge sind ja so gewaltig. Ne? Ich habe als Kind ein Puzzle gehabt, das Matterhorn. Und das war schon unheimlich faszinierend, diesen weißen Berg dort zu sehen, dass das Matterhorn schon immer eine Faszination auf einen ausübt. 8 Tage on Tour. Von ihrem Wohnort Meerbusch nach Stein am Rhein. Von dort aus weiter nach Zürich. Die nächste Etappe führt in die Zentralschweiz, zum Vierwaldstätter See. Danach geht es rauf in die Berge, nach Grindelwald. Bis ins Bergsteigerdorf Zermatt und ihrem Traumziel Matterhorn. Zürich soll ein heißes Pflaster essenstechnisch sein. Ja, also Wissen wir noch nicht. keine Ahnung, vielleicht kommt man mit 100 Schweizer Franken aus pro Tag. Ich glaube, das wird diesmal das erste Mal sein, wo wir so ein bisschen schauen. Ne? Die erste Etappe ist heute Stein am Rhein. Bevor es losgeht, wollen Petra und Rüdiger den Platz erkunden. Die Lage ist aus Sicht der beiden Rheinländer schon mal 1A. Grüezi. Guck mal, wie klar das Wasser ist, ne? hier ist. Ne? Ja. Und das ist unser Rhein, Rüdiger.
Das ist alles so unwirklich. Ist das wirklich unser Rhein? Ist das unser Rhein? Der Platz ist auch schon, ja, der ist schon geil. 42 Jahre sind die beiden verheiratet. Petra plant gerne, ist gerne gut vorbereitet. Rüdiger ist eher spontan. Wenn es darum geht, die Nachbarcamper kennenzulernen, prescht meistens Rüdiger vor. Hallo? Ihr seid aus Deutschland? Ja, wir sind aus Deutschland. Sieht man richtig. uns das an? Nee, man hört's. Das erste Mal hier auf dem Platz? Hier auf dem Platz, ja. Und das allererste Mal als Camper in der Schweiz. Sonst haben wir die Schweiz immer als Durchreiseland, Transitland benutzt. Und wo geht's dann hin? Ja, bis runter zum Matterhorn. Keine 2 Minuten auf dem Platz und schon haben die Erbslös eine Einladung zum Kaffee. Paul Meister ist Dauercamper und mit 2 Frauen unterwegs. Nein, das ist meine Ex-Frau. Meine Frau macht jetzt Kaffee drin. Meine Frau ist aus Sao Paulo und sie ist aus Salvador de Bahia. Sie verstehen sich sehr gut. Sie sind auch schon tanzen gegangen zusammen, die 2 alleine. Beziehung. Sehr gut. Mit Respekt. Respekt und kein Problem. Kein Problem. So gut. Nie gestritten. Also die Situation, wenn die so ist, finde ich toll. Ist ja gut. Ob das für mich eine Lebensgeschichte wäre, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, weil ich es noch nicht ausprobiert habe. Ich hätte was dagegen. Paul ist Dentaltechniker und hat Mali vor 14 Jahren geheiratet. Mit Leda war er vorher 20 Jahre verheiratet. Eine Frage haben die Erbslös jetzt noch. Wie ist die Schweiz als Campingland? Unbedingt ein Campingland, wenn schönes Wetter ist. Ja. aber das ist überall so. Aber man kann uns natürlich nicht vergleichen mit Spanien und Italien, weil das Klima hier ist ganz anders. Wie unterschiedlich das Wetter sein kann, werden die Erbslös auf ihrer Campertour vielleicht noch erleben. Sicher ist jetzt schon, sie werden noch viele neue Menschen kennenlernen. Ganz unglaubliche Menschen kennen, nicht? Aber durch Zufall. Das weißt du ja vorher nicht, ne? Grüezi. Nur knapp 2 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt ein Kleinod. Hier, wo der Rhein aus dem Bodensee fließt, liegt Stein am Rhein. Die Erbslös haben keine Ahnung, was sie hier erwartet. Schön soll es sein. Eingang ist schon schön mit Fachwerkhäusern hier. Fängt schon gut an. Nicht immer fahren wir mit Vorabwissen in eine Stadt rein. Mal mehr, mal weniger. So, und hier geht es schon los. Da steht die erste Info. Holzerker aus dem 17. Jahrhundert. Das ist schon erstaunlich. Für Holzarbeiten hat der gelernte Schreiner ein Auge. Das Besondere, im alten Stadtkern gibt es viele gut erhaltene Fachwerkhäuser. Die aufwendigen Fassaden und Malereien aus dem Mittelalter gehören zu den am besten erhaltenen in Europa. Übertrifft schon meine Erwartung. Das ist mehr, als ich gedacht habe. Ja, in der Fülle, das ist ja das Interessante. Und je aufwendiger die Malerei ist, desto reicher war der Besitzer. Oder die Zunft oder was dahinter stand. Etwas Besonderes gibt es an diesem Haus. Es hat das kleinste Fenster des Ortes. Das ist wirklich winzig. Oh, da muss man sehr, sehr schlank sein zum Fenster. Oh, zum Küssen reicht's aber, oder? Oh. Abendstimmung am Rhein. Morgen geht's richtig los. Zur Vorfreude auf die Reise mischt sich auch Dankbarkeit bei den Erbslös. So ist gut. Ja, so ist das ja auch schön. Wir haben es gut, nicht? Wir sind gesund. Wir haben uns. Das muss man nur ab und zu noch mal so in den Kopf reinkriegen, ne? Dass es uns gut geht, ne? Ja. Uns wirklich gut geht. Ja. Ne? Ja. Und genießen es. Ja. Am nächsten Morgen. Die Erbslös sind früh ins Bett gegangen und früh aufgestanden. Bereit für die Abfahrt. Von Stein am Rhein nach Zürich sind es 54 Kilometer. 1 Stunde Fahrt mit dem Wohnmobil. In der Schweiz sind nur 120 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn erlaubt. Es gibt strenge Kontrollen und saftige Strafen.
Die Erbslös planen einen Zwischenstopp, den Rheinfall bei Schaffhausen. Ja, man ist gespannt, was da so los ist. Jetzt ist auch Rheinfall. Ob das touristisch sehr voll sein wird. Dass es ein touristisches Highlight sein muss, sehen die Erbslös an den vielen Straßenschildern. Hier rein. Da steht ja auch rein. Ja. Die Erbslös erwartet jetzt einer der größten Wasserfälle Europas. Aber wie nah werden sie rankommen? Für den Blick müssen sie erstmal bezahlen. 5 Schweizer Franken pro Person. Also es ist schon eine Summe dafür, dass man sich den Rhein anguckt, der bis da vorne fließt und wo es nichts Und dann kostet. irgendwie fällt. Und Ne? fällt, und das zahlen wir dann. Ja. Ja, aber so, die haben ja eine Plattform gebaut. Ne? Was die Erbslös nicht wissen, es gibt nicht nur eine Plattform, sondern 3. Sie führen die Besucher immer näher an den Wasserfall heran. Oh, da vorne wird es noch bombastischer. Ist das unser Fluss, den wir kennen? Boah. 23 Meter fällt der Rhein in die Tiefe. Für die Erbslös geht es noch weiter runter. Das ist unglaublich. Dem Wasser des Rheins ganz nah. Und das ist immer noch nicht alles. Ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Auf einer Breite von 150 Metern stürzen hier jede Sekunde 600.000 Liter Wasser die Klippe herunter. Waren gut investiert, die 5 Franken. Ja, die waren wirklich gut investiert. Also, ich habe mit einer normalen Plattform gerechnet, ne, so eine Touristin. Aber dass du da so nah am Wasser bist, du kannst da so reingreifen quasi, gefühlt. So. Es ist noch nicht das letzte Highlight für den Tag. Die Erbslös sind auf dem Weg nach Dietikon. 16 Kilometer westlich von Zürich ist der größte Skulpturenpark der Schweiz. Eine Fantasielandschaft aus Fabelwesen. Petra und Rüdiger haben eine Besichtigung gebucht. Die Witwe des Künstlers zeigt Gästen das Erbe ihres Mannes am liebsten selbst. Ich bin die Maria Anna, die Frau von dem Künstler, der das alles geschaffen hat. Also alles modellierte. Sind Sie die Muse? Muse auch. Auch. Maria Anna war vor allem die Managerin ihres 15 Jahre älteren Mannes. 1952 erwarb Bruno Weber das Grundstück. 10 Jahre später begann er mit den Arbeiten. All diese Figuren wurden aus Beton gegossen. Für Bruno war das immer wieder bitter, wenn Häuser wegkamen, die Charakter hatten. Das trieb ihn dazu, eine Gegenwelt zu schaffen. 40 Jahre waren Maria Anna und Bruno ein Paar. Sie wurden Eltern von Zwillingstöchtern, die heute im Park mitarbeiten. Die 78-Jährige verrät Petra und Rüdiger ihr Liebesgeheimnis. Vielleicht ein bisschen witzig, wenn ich das erzähle, aber vor dem Einschlafen, das war wie ein Rezept, eine halbe Stunde lesen. Und zwar hat dann er mir oder ich ihm vorgelesen. Ich finde es einfach toll, was so jemand leistet, was er für Ideen hat und wie das dann wirkt, nicht, auf andere. Die Botschaft, also muss immer hier wieder gucken, nicht? Und denke mir, es ist so mystisch, so fremd. Das ganze Areal ist 15.000 Quadratmeter groß. Es führt auch in einen Waldgarten. Die Erbslös erfahren, dass der Künstler auch ganz praktische Sachen in Kunst gegossen hat. Hier oben ist die Aperitivterrasse mit eingebautem Kühlschrank. Ja, das war für den Bruno wichtig. Er wollte das, was man alltäglich braucht, dass es auch kreativ gestaltet ist.
das, was wir Phantasialand nennen, ist ja nur elektrisch. Rauf, runter, rechts, links, schnell und drehen und so weiter. Aber das ist ja hier oben. Das Gehirn muss rattern. Ja, man entdeckt immer was Neues, nicht? Wie jetzt 2 105 Meter lange begehbare Drachen. Sie bilden den Pavillon mit Wassergarten. Feste und Konzerte sollen auf Wunsch des Künstlers hier stattfinden. Aber wie wohnt ein Künstlerpaar? Maria Anna ist bereit, Petra und Rüdiger in ihre Privaträume schauen zu lassen. Das ist sehr intim. Also, so nah waren wir, das ist ja auch prominent und so weiter. So nah waren wir noch nie intim bei Prominenten, ob Künstler oder wer auch immer. Und ich bin ja jetzt schon erschlagen von den Eindrücken. Und dann da rein, das eine andere Nummer. Das ist so das Allerheiligste, nicht? Da fehlen Rüdiger ausnahmsweise mal die Worte. So. Jetzt noch das Intimste, das Schlafzimmer. Das ist ein Märchen. 2 Stunden, viel länger als geplant, sind Petra und Rüdiger bei der Witwe des Künstlers geblieben. Zeit aufzubrechen, um beim nächsten Campingplatz einzuchecken. Ich bin hier ganz begeistert. Du brauchst... Die Petra wundert sich immer, wenn ich so begeistert bin. Ja, ich stehe jetzt auf. Oh, ich habe Rücken. Ich habe Schulter. Die Erbslös nehmen Kurs auf den Zürichsee. Der Campingplatz soll ganz in der Nähe liegen. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Platz aussieht. Ne? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Der Platz liegt in einem Naturwald, direkt am Fluss Sihl. Gerade mal 60 Stellplätze gibt es hier, neben einem kleinen Restaurant, in dem die Besitzer selber kochen. Schweizer Preise, Fehlanzeige. Also hier die Margareta ist in ganz Europa für mich immer ein Maßstab. Da messe ich so immer. So. Und 10 € für eine Margareta ist... Okay, das ist... Nö, ist nicht okay, ist eher schon... Ist okay. Ist okay, also sich nicht gerechtfertigt, immer mega die Preise zu hoch zu haben. Und unser Motto ist ein bisschen, dass auch die Familien wirklich Ferien machen können. Ja. 2021 sollte der Platz geschlossen werden. Jasmin Lüdi und ihr Verlobter Sandro Zimmermann haben daraufhin einen Verein gegründet und den Platz gerettet. Den Heiratsantrag hat der Schweizer ihr 2018 in NRW gemacht. Ich habe nicht groß geplant. Ich hab's einfach überrascht. Auf eine Parkbank? Auf eine Parkbank. Ja. Ohne großes Trara. Wir waren 14 Tage waren wir unterwegs, bis nach Köln und wieder zurück. Und da war anscheinend der beste Punkt. Ja. Morgens 9 Uhr. Seit Petra und Rüdiger Rentner sind sie keine Langschläfer mehr. Zeit, die nächste Unternehmung zu planen. Die Erbslös wollen in die teuerste Stadt Europas, nach Zürich. Die haben einen Sackbahnhof. Ja, und da ist direkt die Bahnhofsstraße und das ist das teure Viertel. Das Wohnmobil bleibt stehen. Parken ist teuer. Was gleich auffällt, Zürich ist fußgängerfreundlich. Es gibt viele Zebrastreifen. Die Zürcher sagen, ihre Stadt hat alles. Wie ein Schweizer Taschenmesser. Kultur, Architektur, Gastronomie, Natur und jede Menge Shoppingmöglichkeiten. Aber die Preise sind gesalzen, wie die Erbslös schon am ersten Schaufenster feststellen. Schätzchen? Ja, ich weiß, ich sehe es. Ich versuche es jetzt mal in Worten auszudrücken. 13.910 Schweizer Franken. Richtig. Das ist ein Schnapper. Ja. Kann man machen, ne? Ja. Und so eine Vase, auch wenn die gut aussieht, 2.900 Schweizer Franken. Pfeffer- und Salzstreuer für 2,8. Brauchen wir das nicht noch für unser Wohnmobil? Nein. Einmal über die Bahnhofstraße schlendern, ein bisschen Window shoppen, das hat sich Petra gewünscht. Mehr ist auch nicht drin. Denn hier laufen die beiden gerade durch eine der 10 teuersten Einkaufsstraßen der Welt. Auf dem Weg hierhin muss ich sagen, es bewahrheitet sich,
Zürich ist schon eine sehr exklusive Stadt mit exklusiven Angeboten, auch preislich natürlich. Man muss können. Ja, also ich finde das, es gibt viel zu, also ehrlich gesagt, es gibt ja viel zu wenig Leute, die sich sowas leisten können. Hopsa. Vorhin war ja das Bett teuer, aber hier kostet ja gerade die Jacke so viel, das Bett. Nee, vielleicht nur ein paar Socken. Wenigstens etwas soll es jetzt aber doch von der Bahnhofstraße sein. Eine Brezel. Da kriegst du aber auch Schnappatmung. 2 Butterbrezeln, bitte. 10 Schweizer Franken. Und wir zeigen mal, das ist nur sowas. Und noch nicht Mit Butter. mit Butter. Ja, ist aufgemacht mit Butter. Ja, 20 Mark. Es schmeckt auch. Das ist gut, ne? Schmecken tut's ja. Wer die vielen Seiten von Zürich kennenlernen will, braucht Minimum 3 Tage Zeit. Die Erbslös wollen aber nur ein paar Stunden bleiben. Das schont ihren Geldbeutel. Dieser Mann bietet Tuk-Tuk-Touren durch Zürich an. Für Rüdiger ist klar, damit kann man die Stadt schneller und bequemer besichtigen. Das Gefährt hat noch eine Besonderheit. Hör mal, hallo? Das ist ein cooles Teil. Was machst du hier? Wir warten hier auf Gäste für eine Tour. Entweder nur Sightseeing oder auch mit Essen an Bord. Mit Essen? Jawohl. Kann man das, bist du frei? Kann man kommen? Gleich frei, ja. Die beiden lassen sich von dem Griechen mit seinem Tuk-Tuk mitreißen, ohne nach dem Preis zu fragen. Eine Fahrt durch die Altstadt der Metropole bis zum Zürichsee erwartet sie. Garniert mit einem Käsefondue. Wie auch immer das serviert werden soll. So, hier kommen wir in die Zähringer Straße. Das ist eine der wenigen Straßen in der Altstadt, wo man auch wirklich fahren darf. Das Quartier, das war bis vor etwa 8, 9 Jahren noch das traditionelle Rotlichtviertel. Da sind aber nicht viele Etablissements übrig, ja, nur 2, 3. Oh, überall ändert sich das, ne? 2 Stunden geht die Fahrt durch die 440.000 Einwohnerstadt. Zwischenstopps sind nicht geplant. Nur dieser vor einem Restaurant, wo der Tuk-Tuk-Fahrer das Käsefondue holt. Abenteuer. Ja, das haben wir noch nie gemacht und es ist schon spannend, was da so kommt. Ne? Was anderes, ne? Oh, ich glaube, da kommt unser Essen. Es gibt wirklich ein heißes Käsefondue. Dazu Kartoffeln, Brot, Mixpickles und Weißwein. Ich sage immer, es ist wie ein Schweizer Taschenmesser, unser Tisch. Ja, voll durchdacht. Das ist für den tropfenden Käse. Das eigentlich wäre für das Brot, aber ihr könnt direkt natürlich rausnehmen. Einen Tipp hat der Tourguide auch noch, damit man das Brot nicht im Käse verliert. Mit der Gabel durch die Rinde durch, dann verliert ihr das Brot nicht. Ah, okay, ja. Gut. Ja. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Dankeschön, danke. Und weiter geht's. Mein lieber Schatz. Also machen wir erstmal Prösterli. Dann auf ein schönes Essen Mahlzeit. und Sightseeing-Tour. Ja. Die Tour geht weiter Richtung Zürichsee. Aber das Fondue schmeckt Rüdiger so gut, dass er immer weniger von den Sehenswürdigkeiten mitbekommt. Vor uns links das Obergericht des Kantons Zürich. Hier weiß ich sonst aber nichts zu erzählen, weil hier war ich zum Glück noch nie drin. Schätzchen? Ich will nicht mehr mitnehmen. Ich finde das auch bringen. Sowas hier. Stefano erzählt von berühmten Cafés am Anfang des 20. Jahrhunderts. Von Künstlern, Revoluzern und großen Männern wie Albert Einstein, die hier gelebt haben. Dann hier rechter Seite, viele Leute, auch Zürcher, meinen, dass das die Limmat sei, der Fluss. Nein, das ist ganz offiziell der See. Das ist der See schon? Ja. Wir werden aber den See noch viel besser sehen auf der Brücke vor uns. Endlich am Zürichsee. 42 Kilometer lang. Er geht durch die Kantone Zürich, St. Gallen und Schwyz. Wer den See umlaufen will, braucht ungefähr 20 Stunden dafür. Von hier aus haben die Erbslös einen Blick auf die hohen Schweizer Berge, die in den nächsten Tagen auf ihrer Route liegen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Sehr schön. Das war toll.
alles in allem die Informationsquelle, das Essen, sowas von eine verrückte Idee. Die allerdings auch ihren Preis hat. 269 Schweizer Franken, fast 280 €. Mit diesem Tuk-Tuk zu fahren, Tuk-Tuk, unglaublich. Das hat so Spaß gemacht. Allein schon, du sitzt da drin und trinkst. Einfach herrlich. Am Abendessen wird heute gespart. Der Tag hat die beiden beschwingt. Musikalisch kommen die Songs von damals zum Einsatz. Und der Camper wird zur Disco. Ich hab Hüfte. Alles gepackt. Es kann wieder losgehen. Vom Kanton Zürich in die Zentralschweiz. Aber Schweiz ohne Berge, das geht gar nicht. Ja, Schweiz sind die Berge, ne? Ja, der Inbegriff für Berge. Ja. Ihr Ziel, der Vierwaldstätter See. Die Schweiz ist nicht groß. Es sind nur 55 Kilometer. Fahrzeit ungefähr 1 Stunde gen Süden. Der nächste Campingplatz liegt direkt im kleinen Ort Vitznau am Ostufer des Vierwaldstätter Sees. 114 Quadratkilometer ist der See groß, 30 Kilometer lang, mit vielen bekannten Orten wie Luzern und Küsnacht an seinen Ufern. Grüezi. Guten Tag. Guten Tag. Erbslöw, wir hätten gerne einen Platz für unseren Camper. Ja, das ist übrigens meine Frau. Ich komme das okay, hallo, schönen guten Tag. Hallo. Den Platz, den ihr bekommt, das ist ein Komfortplatz für Wohnmobile. Der ist mit 2 Personen und Strom 42,70 in Franken. Diesmal haben sie einen Platz in der ersten Reihe mit Blick auf den See. 2 Nächte wollen sie bleiben und möglichst viel von der Umgebung kennenlernen. Auch wenn's regnet, die Freude lassen sich die Erbslöws nicht nehmen. Der Vierwaldstätter See heißt so, weil man von verschiedenen Stellen aus meint, es wären 4 Seen. Und da liegen ganz tolle Städte am Vierwaldstätter See. Und bei uns hier im Hintergrund, wenn man die Berge so sehen könnte, sind es schon die Voralpen. Und das ist schon gigantisch. Das ist ein tolles Stück Erde hier. Am besten erlebt man den See vom Schiff aus. Petra und Rüdiger wollen zu einem der vielen kleinen Orte am Ufer. Schon der Weg durch Vitznau führt sie an herrschaftlichen Häusern vorbei, so typisch für die Umgebung. 55 Franken kostet die kurze Fahrt für beide. Das ist teuer. Wir kommen nicht mit den 100 € aus pro Tag. Das geht Ganz gar nicht. Schwierig, richtig. Das ist überhaupt nicht drin. Ja, aber da müssen wir uns, glaube ich, dran gewöhnen, ne? An die Preise. Die sind ja gemacht für die Schweizer. Ne? Vielleicht haben wir ein Schiff gekauft. Ne? Ihr Ziel, Beckenried. In dem kleinen Dorf soll die Schauspielerin Audrey Hepburn viele Jahre ihren Urlaub verbracht haben. Schon die Fahrt ist ein Erlebnis. Hier ist gar nicht so kein Lärm. Du hörst nur den Wind. Der Ort Beckenried ist für die Erbslöws eher enttäuschend. Da hatten sie einfach andere Erwartungen. Hier ist nichts, nein, nur das Haus. Ich hätte vielleicht eine Autobahn. Ne? Dabei gibt es sehr viele Wandermöglichkeiten, aber die sind nichts für die Erbslöws. Nur ein Plakat spricht Rüdiger an. Dann kommen 2 Trillionen Alphornbläser auf einer Lichtung. Das ist das Alpfestival. In ca. 2800 Meter Höhe. Und die blasen ins Horn. Ins Alphorn. Über Nacht hat es geschneit. Das kann auch im Hochsommer in den Bergen passieren. Selbst die Schweizer sind von diesem Wetter überrascht. Aber die Erbslöws sind auch Camper geworden, weil sie mit jedem Wetter klarkommen. Für heute gibt es einen Plan B. Statt Bergtour ein Besuch bei traditionsbewussten Schweizern. Es sieht so einfach aus,
aber es hat seine Tücken. Nein, es ist wirklich nicht so einfach. Es hat ja keine Tasten. Man kann nur alles mit dem Mund, mit dem Hals, mit der Zunge regeln. Die Erbslös sind bei der Präsidentin der Alphorn-Vereinigung Luzerns gelandet, bei Gabriela Bolzern. Angerufen, haben was gefunden, konnten hier hinkommen. Also ganz spontan als Camper machst du so verrückte Dinge, kurzfristig innerhalb von noch nicht 24 Stunden. Thomas Eichenberger ist Alphornbläser und einer der wenigen Alphornbauer. Die Schweizer sind stolz auf ihr Instrument, auch wenn man damit nicht die Nationalhymne blasen kann. Wir haben ja nicht alle Töne, wir haben da nur die Naturtöne und von daher würde es nicht so super tönen. Aber wir können beim Wegkreuz können wir euch spielen. Gänsehaut bekommen, das berührt einen so. Das schwappt so über den Rücken, so von den Beinen hoch. Ja. Mit dem Alphorn können wir eine Horde Naturtöne machen. Und es ist halt einfach, es sind ruhige Töne. Er hat ja gesagt, ich stehe ganz ruhig da. Wir können natürlich hier hinten nicht tanzen und machen. Ja, die gehen halt schon halt alle Körper rein. Das ist es so. Die Instrumente sind teuer. 3.500 Schweizer Franken kostet das Alphorn von Gabriela. Thomas gewährt den Erbslös noch einen kurzen Blick in seine kleine Werkstatt. Alphornbauer von Hand ist ein aussterbendes Gewerbe, weil Maschinen die Arbeit schneller und billiger machen. Thomas braucht viele Arbeitsschritte dafür. Das werden um die über 100 Schritte sein. Und ich brauche ca. 60 Stunden für ein Alphorn. Zum Abschluss hören die beiden Niederrheiner das berühmteste Schweizer Alphornstück, die Alphornhymne. Campingplatzbesitzerin Manuela Zanetti hat offensichtlich lieber Gäste als ihr Hund Nero. Er ist nicht böse, nur laut und fast ein echter Schweizer. Ein Berner Sennenhund, zumindest halb. Auch in der Schweiz boomt das Campen. 140 Stellplätze hat Manuela mittlerweile. Die Schweizer haben sich zu Camper entwickelt, ja. Also der Boom ist wirklich sehr groß. Ich denke, sind jetzt so die Babyboomer, sind jetzt alle so in die Pension gekommen. Und das ist so die Campingnation von früher. Früher sind wir als Kinder auch mit unseren Eltern dann zelten gegangen. Also der Platz so toll, ne? Hinter dir die Berge und dann vor dir das See. Also ich habe die Urgewalt im Rücken und die Urgewalt vorne. Also das ist schon selten, dass du sowas hast. Ne? Mal schauen, was der nächste Platz bringen wird. Es kann wieder losgehen. 133 Kilometer liegen heute vor Petra und Rüdiger. Sie wollen bis nach Grindelwald kommen, zu einem Campingplatz, der direkt unter der Eiger Nordwand liegt. Und jetzt geht's in die Berge, in die richtigen Alpen. Und natürlich dann im Sonnenschein das Matterhorn zu sehen, nicht? Und da zu stehen. Wir wissen nicht, ob wir Schneeketten montieren müssen. Also zum Spaß mache ich die nicht drauf. Nur wenn ich muss. Das schauen wir mal. Es wird bestimmt eine tolle Strecke sein, nicht? Die Erbslös nehmen die Strecke entlang des Vierwaldstätter Sees. Vom Kanton Luzern zum Kanton Uri. Immer am Ostufer des Sees entlang. War schon mal ein guter Eindruck hier, nicht? Vom See und den Bergen. Schon die Fahrt ist ein Landschaftserlebnis.
Das Gletscherdorf Grindelwald liegt auf 1000 Metern Höhe. Die Bergregion mit der weltberühmten Kulisse von Eiger, Mönch und Jungfrau gehört zum UNESCO-Welterbe. Gigantisch ist der erste Eindruck, ne? Das ist schon bangig nah. Guck mal, die Berge. So nah waren wir bis jetzt noch also nie an so hohen wuchtig, Bergen, ne? nicht? Ja. Euer Platz ist die 70. Das ist gleich dort zwischen den Bäumen. Ach, da sehe ich das, ja. Strom ist da vorne, ne? Sehe ich da? Die metallenen Kassen, genau. Das ist Sanitär, ne? Genau, okay, das ist die sanitäre Anlage. Der Wetterbericht hat einen Kälteeinbruch gemeldet. Deshalb hat Daniel Jaggi nur wenige Gäste. Der Platz ist einfach. Die Sanitäranlagen sind funktional und sauber. Ein Restaurant oder Geschäft gibt es nicht. Wegen der guten Lage kostet die Nacht trotzdem 50 Franken. Die Erbslös wollen was sehen. Es geht mit einer gewaltigen Gondel auf das Jungfraujoch. Auf 3500 Meter. Zu einem Eispalast. Wo gibt es Eis in dieser Form, dass man das begehen kann? Nicht? Man kann vielleicht von außen mal Skulpturen sehen, aber dass man reingehen kann und dass um sich herum Wände aus Eis sind, Räume aus Eis sind, das kenne ich nicht. In Kürze treffen wir in der Station Eiger Gletscher ein. Hier steigen Sie auf die Jungfraubahn um. Sie führt Sie direkt aufs Jungfraujoch, Top of Europe. Der kommt noch mit Schmackes hier an. Ui! Die Anreise wird schon zum Erlebnis für das Paar. Ja, 3564 Meter, der höchste Bahnhof Europas ist das jetzt, wo wir hinkommen. Erste Enttäuschung, es ist brechend voll. Zweite Enttäuschung, es gibt wirklich nichts zu sehen. Aber es gibt ja noch den Eispalast. Also das ist erstmal der Tunnel zum Eispalast. Und der ist schon komplett aus Eis. Und unglaublich. Also, hier muss man so ein bisschen schluffen. Das lebt, das Eis, hier die Welt. Die unterschiedlichen Strukturen, Kristalle und fantastisch. Nein, zwei, nein. Thanks. Perfekt. Thanks. Mille grazie. Oh, have nice days. Bye. Auf den Gipfel des Jungfraujochs schaffen es die Erbslös dann auch noch. Der Höhepunkt wartet noch. Rüdiger Erbslö fährt gerne Serpentinen. Die beiden Camper haben auf ihrer Tour nach Zermatt damit gerechnet, dass es auch mal kälter wird. Aber damit haben sie nicht gerechnet. Wir müssen auf einen Zug. Ein Autozug. Ein Autozug. Und jetzt geht der Abenteuer pur. Verladestation Kandersteg nach Goppenstein. Der Autozug unter den 3500 Meter hohen Bergen kostet 26 Franken für eine Strecke. Der kommt auch aus der Schweiz. Wenn der vorfährt, ist alles gut. Der ist ein bisschen breiter als hier. Das ist schon mal gut. Wenn der das schafft. So, Rüdiger, du darfst auch. Du musst jetzt nur genau zielen, Petra. Ne? So, jetzt wird es aber tricky. Du glaubst gar nicht, wie angespannt ich jetzt bin. Oh. Geschafft. Fahrzeit eine Viertelstunde durch den Lötschberg. Ein fast 15 Kilometer langer Eisenbahntunnel. Ja, sehr gut. Hat gut geklappt. Morgen soll es schön werden. Dann wollen sie endlich das Matterhorn erleben. Heute Abend macht es sich das Paar im Wohnmobil gemütlich. Mit einem ungemütlichen Thema. Kassensturz. Sind sie mit 100 Schweizer Franken am Tag ausgekommen oder war die Reise teurer? Mit Essen einmal 105 Schweizer Franken. Knapp drüber. Dann haben wir am Dienstag, ja, der sprengt alles. Der sprengt den ganzen Durchschnitt, der Dienstag. Wir waren auf dem Campingplatz, den gleichen 37 Schweizer Franken. Und dann hast du mich eingeladen in Zürich mit dem E-Tuk-Tuk. War aber schön, oder?
Rüdiger war 47 Jahre lang Schreiner. Petra hat nach der Geburt der beiden Kinder als Rezeptionistin in einem Krankenhaus gearbeitet. Die beiden gönnen sich Reisen, achten aber auch aufs Geld. Ja, ich bin schon eher der Finanzminister zu Hause, weil der Rüdiger ist sehr großzügig und würde vieles kaufen. Also wenn die Petra nicht wäre, hätte ich auch ein Wohnmobil. Aber da könntest du nicht fahren, weil du alles investieren würdest. Ich hätte keinen Sprit im Tank. Nein. Also das ist wirklich eine Luxusreise. Das ist schon sehr viel Geld. War nicht viel Geld. Als Kind hatte Petra ein Puzzle vom Matterhorn. Jetzt wird sie es vielleicht endlich in echt sehen. Die Erbslös mussten mit dem Zug von Tesch nach Zermatt reisen. Autos sind hier nicht erlaubt. Gerade mal 5.800 Einwohner hat das Dorf am Fuße der höchsten Berge der Alpen. Aber viele internationale Gäste, schicke Boutiquen und exklusive Hotels. Es ist schon unwirklich, in so einer Stadt zu sein. Das ist so gar nicht, kann ich noch nicht so fassen. Ja, aber so stelle ich mir die Schweiz traditionell so vor. Ja. Grand Hotel. Ja, Zermatter Hof. Hat schon eine tolle Lage hier. Die Erbslös treffen einen Bergführer, der schon 73 Mal auf dem Matterhorn war. André im Boden. Petra hofft auf ein paar Insidergeschichten über den Berg ihrer Kindheitsträume. Hallo. Hallo. Sind Sie André? Ja, genau. Ja. Hallo. Ich bin Petra. Hallo Petra. Also haben wir einen Termin zusammen. Hallo. Ja, wir haben ein Date. Ein Date haben wir. Ein Date. Ah, das wird sicher interessant. Ja, ich hoffe interessant. André macht es spannend. Zuerst führt er sie in das ursprüngliche alte Zermatt. Es liegt direkt neben der Haupteinkaufsstraße und wird trotzdem oft übersehen. Häuser aus dem 16. Jahrhundert stehen hier. Das Althiesche, wisst ihr, was das heißt? Das Althiesche, wenn ihr das da schaut. Das ist Walliserdeutsch. Das alte Haus. Ach, das alte Hiesche-Haus, ja. Es gibt einen besonderen Ort in Zermatt, den Bergsteigerfriedhof. Viele sind am Matterhorn ums Leben gekommen. Ihre Leichen wurden nicht in ihre Heimat gebracht, sondern hier beerdigt. Seit der Erstbesteigung 1865 sind, glaube ich, plus minus so um die 500 Leute sind schon gestorben. Also wenn pro Jahr, also pro Sommer, steigen so zwischen 3.000 und 5.000 Leute hoch. Und da sind immer noch Leute vermisst am Matterhorn, also die gar nicht gefunden wurden. Plus minus 20, glaube ich, sind immer noch vermisst. André hat mit 17 zum ersten Mal das Matterhorn bestiegen. Einige Bergsteiger waren schon hunderte Male auf dem fast 4.500 Meter hohen Berg. 2 Tage rechnet man für den Auf- und Abstieg. Hoch wollen die Erbslös nicht, aber es zumindest mal sehen. Dankeschön und danke auch. Bleib weiterhin gesund. Ja, ne? ja, probiere. Wie sagt man das? Bergheil? Oder was sagt man? Ja, Bergheil, ja. Am Ende des Ortes soll es einen freien Blick auf das Wahrzeichen der Schweiz geben. Endlich. Jetzt kommt's. Guck mal. Ja. Jetzt ist er. Da ist er. Oh, jetzt muss die Kamera rausholen. Syrt. Ich glaube, ich muss mal die Trittstufe sauber machen. 8 Tage sind die Erbslös durch die Schweiz mit ihrem Wohnmobil getourt. Ein Budget von 100 Schweizer Franken am Tag hatten sich die beiden für ihre Reise gesetzt. Aber Restaurantbesuche, Bahntickets, Gondelfahrten und Extras wie eine Tuk-Tuk-Tour haben die Reisekasse gesprengt. Die ist teuer, die Schweiz, ja. Das, was wir gesehen haben auf Postkarten, war live genauso schön oder schöner noch, weil wir es erleben konnten. Und das war schon gut. Ich zehre von sowas und Rüdiger bestimmt auch nicht. Von diesen Augenblicken, die nehmen wir mit, die bewahren wir uns. Das hätte ich nie gedacht, dass ich noch so alt werde und das Matterhorn in Wirklichkeit sehen werde. Ne? Also, wer hätte das gedacht? Ich nie. Aufs Matterhorn. Zum Wohl.